Von Beruf bin ich Soldat auf eigene Faust. Seit meiner Zeit bei der Armee bin ich auf Reisen. Oft fahre ich auf solchen Schiffen mit. Unter mir die Werte, Elektronik, Spielzeug, Industriegedöns. Um mich herum Gefahr. Auch Waffen sind viel unterwegs. Ich bin dabei. Oder Kokain von sonst wo nach, ich weiß nicht. Die Welt, ich sage es aus Erfahrung, ist ein düsterer Ort. Denk an Piraten, Terroristen und an unsere Konkurrenz. Die ist wie wir, nicht zimperlich. Aber doch, ein schönes Leben, ja. Wo andere Leute Urlaub machen, verdiene ich mein gutes Geld und spare auf ein Eigenheim daheim in Bielefeld. Für mich und Isabella. Wenn ich zu Hause bin, zwischen 2 Jobs, gehe ich jeden Samstag mit ihr shoppen. Minipreis und Mediamarkt und manchmal auch Ikea, weil das Essen dort im Imbiss Isabella so gut schmeckt. Groß ist sie, dunkelblond mit flinken grauen Augen. Ein herber Typ, Langstreckenläuferin, aber immer an was saugend oder schleckend. Neue Genüsse denkt sie sich ständig aus und kocht sehr gern, am liebsten mit Gewürzen aus den Tropen. Ein schönes Leben, doch, ich bin's zufrieden. Noch, oder besser, war zufrieden. Aber mit diesem Auftrag hier, bei dem du uns auf diesem Foto siehst, habe ich mich selber kalt gestellt, auf lange Jahre und meinen dicken Kameraden Sven gleich mit. Unter diesen rätselhaften Bauten bohrt man schmale Schächte in den Arsch der Welt. Dünne schwarze Männer gehen in Zweierreihen durch die Schleuse dicht an uns vorbei und kriechen in die Schächte. Wenn sie wiederkommen nach 12 Stunden Kriechen, fassen wir sie hier und dorthin, ob sie was gestohlen haben von dem, was, wie Isabella sagt, doch ihnen und nicht uns gehört. Egal. In den langen Stunden außer Dienst, noch nicht mal Internet gibt es in unserem Bungalow, kommt Tufale zu mir, meine stille Tropenfrau. Als ich aus ihren Brüsten erstmals trank, es schmeckte bittersüß und scharf, da schwanden mir die Sinne und in sie einzudringen, hatte ich weder Mut noch Kraft. Auch sonst, reden mit den Schwarzen tun wir kaum. Manchmal verkaufen sie uns kleine, braune Blätter. Die sind nicht zum Rauchen. Daraus machst du Tee. 2, 3 Tassen trinkst du und denkst dabei an eine Pflanze, die du magst. Dann wirst du müde und wenn du wieder aufwachst, bist du diese Pflanze. Echt. So haben uns die Schwarzen das erklärt. Sven hat es ihnen nicht geglaubt. Die trinken sicher öfter mal ein Tässchen Tee, sag ich zu ihm. Und fühlen sich danach vielleicht als Palme oder Kieselalge draußen im Atlantik und merken nichts von ihren Qualen in den Schächten, sagte ich und setzte Wasser auf. Mit einer vollen Thermoskanne stiegen wir die Klippen hoch. Sven, der Dummkopf, wachte auf als Quittenstrauch, nur weil seine Mama früher immer lecker Quittenmus gekocht hat. Und an dies Quittenmus musste er, den braunen Tee im Bauch, andauernd denken. Seine Mama wäre stolz auf ihn. Ich war ein junger Ahornbaum, schlank, aber kräftig. Ahorn wächst hier nicht in diesem Tropenklima, aber ich wollte etwas Kühles aus dem Norden sein. Das alles glaubst du nicht. Dann nicht, ist mir egal.
Natürlich haben wir noch weiter Dienst gemacht wie vorher, aber davon habe ich weder was gemerkt, noch kann ich mich erinnern. Ich weiß nur, dass ich oben stand auf einer Klippe und den Wind gespürt habe, wie er unter meine Äste fuhr. Das war das Schönste. Und dass die Zeit verging, bei vollem Sold. Von mir aus hätte es noch lang so weitergehen können, meinetwegen bis zum Ende unseres Kontrakts. Aber unaufhaltsam kam die Zeit heran, wo der Quittenstrauch sich mit Blüten schmücken sollte, weiß und orange. Sven, mein dicker Freund, hat das gespürt. Er hat es mir nie gesagt, aber ich glaube, das war ihm alles doch zu feminin. Außerdem rückten uns die Bagger immer näher. Die Kompanie wollte noch mehr Löcher bohren in den Arsch der Welt. Sie metzelten die anderen Pflanzen nieder unten in der Schlucht und fleischten dann das leckere Erdreich runter bis auf den fahlen Fels. Eines Morgens war der Quittenbusch verschwunden und Sven stand neben mir, der ich noch immer Ahorn war. Mir reizt, sagte er, lass uns jetzt gehen, und trat mit seinem Stiefel gegen meinen Stamm. Wach auf. Okay. Mit dem G36 unterm Arm wieder die langen Runden gehen, immer an dem fiesen NATO-Draht entlang. Herrje, zurück im öden Leben. Das also war unser erster Ausflug in die erhabene Welt des Traums. Der nächste steht noch aus, doch schon fühle ich ihn kommen. Zunächst blieb mir als Trost nur Tufale, die Tropenfrau, in den süßen Stunden außer Dienst. Ich trank und labte mich an ihren Armen. Nie sagte sie ein Wort. Manchmal frage ich mich, ob die Leute, die hier leben, wütend auf uns sind, wo sie doch sehen, wie wir die Erde hier zerfetzen und den Wald verwüsten. Oder die schwarzen Jungen, die in den Schächten leiden und dort Schätze bergen, nur für uns. Frech werden sie wohl eines nicht zu fernen Tages werden. Die Mine werden sie besetzen und unsere teuren Bagger stecken sie in Brand. Dann kommen Einsatzleiter und Verstärkung mit dem Schnellboot. Ich kenne das schon. Dann kriege ich Befehle. Meine schöne schwarze Waffe werde ich mitten in die schwarze Menge halten und ballern wie ein Amokläufer. Denn mein Kontrakt verlangt, das Eigentum des Kunden ist zu sichern. Auch mit Gemetzel. Manchmal, ja. Aber will ich das nochmal erleben? Will ich mich daran erinnern, wenn ich dereinst mit meinen Kindern in dem Bielefelder Hintergärtchen spiele? Nein, sag ich dir, mein Kerbholz ist schon übervoll. Ehe es soweit kommt, kocht Sven uns eine Kanne Tee. Okay, noch eine Quitte will er nicht mehr sein, vielleicht ein Birnbaum? Passt ihm auch nicht. Wie wär's mit einem Apfelsinenstrauch, mache ich mich lustig über ihn. Apfelsinen aß er doch als Kind so gern. Wenn Mama sie ihm schälte, ganz besonders. Er guckt mich wütend an, hält aber doch die Schnauze. Ich für meinen Teil will auch beim nächsten Mal ein Ahorn sein. Ich freue mich schon auf den Atlantikwind in meinen Ästen. Und Tufale, die mich genährt seit Jahren, streckt sich dann auf meinen Wurzeln aus und zugedeckt von meinen welken Blättern vergeht sie rasch, um mich zu füttern mit den Resten ihrer Kraft. Obwohl ein Baum werde ich doch tun, was mir befohlen wird. 100%ig. Doch wissen? Was? Nichts. Der braune Tee löscht die Erinnerung aus. Das haben wir erprobt. Und deshalb kann ich eines schönen Tages, wenn mein Kontrakt erfüllt ist, heiter heim zu Isabel. Einen neuen Fernsehsessel wird sie haben und ein neues Kochbuch aus Haiti. In dessen Seiten streue ich heimlich die krümeligen Reste Tufales. Dann bauen wir ein Häuschen